Derzeit hält die Welt aufgrund der Pandemie den Atem an. Aufgrund des Kontaktverbots ist es derzeit fast unmöglich, für uns eine Ermittlung durchzuführen. Da fiel uns das Haus unserer Freunde aus der ersten Episode der ersten Staffel wieder ein. Die Besitzer des Hauses wohnen schon seit längerer Zeit nicht mehr dort. Zum einen, weil sie aufgrund der Pandemie aufs Land gezogen sind. Und zum anderen, weil die Familie weiterhin von merkwürdigen Ereignissen gequält wird. Im Keller fallen Gegenstände aus Regalen. Es sind Schritte auf Treppen zu hören. Gerüche wie von Zigaretten oder Essen streifen dir durch die Nase. Die Kinder begegnen immer wieder einem Mann, gekleidet in einem schönen grauen Anzug. Beide Kinder beschreiben ihn unabhängig voneinander identisch. Man hört Schritte aus dem Dachboden, so als wäre er bewohnt, fast täglich. Die ganze Familie leidet an Albträumen und bekommt dementsprechend schlechten Schlaf, sowie Schlafparalysen. Das Haus wurde unter dem Naziregime erbaut und es gab von Anfang an Probleme. Die Ermittlungen ergaben, dass die Familie Angehörige der NS waren und diese Zeiten scheinbar auch gefeiert haben. Dies zumindest nur bis zu dem Tag, als Engländer kamen und die komplette Familie aus dem Haus entfernte. Danach diente die Unterkunft den Befreiern als Behausung und als die ersten Menschen aus den Konzentrationslagern kamen, wurde das Reihenhaus einem Ehepaar, das die Gefangenschaft überlebte, überlassen. Von Erzählungen weiß man, dass die neuen Bewohner auch äußerst seltsam, ja manche sagen auch böse waren. Zuerst dachte man, es lag an der langen, grausamen Gefangenschaft. Doch es wurde immer schlimmer. Nach einigen Jahren verstarb zuerst die Frau und einige Tage später auch der Mann. Die Särge der beiden wurden im Wohnzimmer aufgebahrt. Familie Nummer 2 waren laut Erzählungen ruhige und ausgeglichene Menschen, zumindest die ersten Jahre. Es folgten wilde Auseinandersetzungen, Alkoholexzesse und Schlägereien. Der Mann schoss mit seinem Gewehr öfters mal aus einem Fenster, wo sich heute eines der beiden Kinderzimmer befindet. Übrigens war der Keller zu dieser Zeit ein Partyraum und der Dachboden der Hauptrückzugsort des Vaters. Im Laufe weniger Jahre verstarb dann ein Familienmitglied nach dem anderen. Nun stand das Haus wieder leer. Die derzeitigen Besitzer merkten von Beginn an, dass hier etwas nicht stimmt. Wie schon beschrieben, bemerkten sie immer wieder merkwürdige oder gar beängstigende Dinge. Bei unserem ersten Besuch fehlte es dem Team definitiv an Erfahrung und auch an Geräten. Dementsprechend konnte nur wenig herausgefunden werden. Nachdem das Team nun schon einige Untersuchungen durchgeführt hatte, bat die Familie erneut um unsere Hilfe. Also machten wir uns ein weiteres Mal auf den Weg in dieses eindrucksvolle und beängstigende Haus. Ja, wer sich erinnern kann, in Episode 1 in der ersten Staffel war ich schon einmal hier auf diesem Dachboden und damals noch zugegebenermaßen sehr unprofessionell und auch unfreundlich und wie teilweise zu Recht kritisiert, respektlos. Das war aber nicht, weil ich einfach respektlos sein möchte oder respektlos bin, sondern weil ich einfach keine Ahnung hatte und überhaupt noch kein Gefühl. Mittlerweile hatten wir doch schon einige Ermittlungen. Jetzt bin ich eben noch einmal hier und möchte den ganzen Phänomenen gerne auf den Grund gehen. Die Kinder sehen nach wie vor bewegende Türen, hören Schritte über die Dachbodentreppe. Es sind Störungen im ganzen Haus wie Klopfgeräusche. Die Kinder lachen in der Nacht im Schlaf. Das Gefühl, man wird beobachtet und weitere Phänomene. Das Ganze wird immer stärker. Die Familie möchte hier einfach nicht sein. Wir haben jetzt gesagt, wir kommen noch einmal her, schauen, ob wir irgendeine Ursache entdecken können.
Ja, ich merke im ersten Moment schon, es ist, mein Herz klopft. Ich habe keine Angst, weil mein Herz klopft. Ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich kränklich. Der Plan ist, ich werde im ganzen Haus alle Geräte, die wir haben, einsetzen und damit Experimente machen und das dann auswerten. Später kommt dann noch Nicole dazu. Der erste Plan war, ich möchte mal mit der Kinect durchgehen, nachher mit dem Ghost Radio. Das wäre so mal für den Dachboden herum. Und die späteren Räume mit denselben Geräten und am Schluss dann eine Portalsitzung. Wenn wir so lange hier haushalten überhaupt. So, ich habe jetzt die Kinect einmal da abgestellt. Hier oben gibt es noch einen weiteren Zugang. Oder eine Zwischendecke. Das werden wir mal öffnen. Gibt es auch immer wieder Geräusche. Ah ja. Das sind natürlich Geräusche, wenn die in der Nacht auftreten, dann könnte man schon meinen, dass jemand erschrickt. Aber rein um solche Geräusche geht es hier nicht. Okay, da könnten wir nachher auch mal hochgehen. So ein bisschen eng und ich bin nicht der Schlankste, aber das schaffen wir schon. Spinne, okay. Spinne, Spinne, Spinne. Ah. Okay. Überall Spinnen. Nicht meine Freunde. Überall Spinnweben. Jetzt können wir vielleicht einmal da runter leuchten. Mit der Kinect von oben drauf sind. Würdest du mir bitte deinen Namen sagen? Ich habe noch was mit. Ich habe noch was mit. Hier gibt es noch ein weiteres Gerät. Dieses graue Gerät, wenn du das berührst, dann leuchten die Lämpchen. Könntest du das bitte einmal für mich machen? Leuchtet die erste Lampe immer? Nein, also. Ja, Spinnweben. Spinne, Spinne, Spinne. So. Das ist ein bisschen viel alles auf einmal. Linke Hand Kinect, rechte Hand Kamera. K2 beobachten, Fragen stellen.
Möchtest du dich bitte zeigen? Gut, dann haben wir noch das Ghost Radio mit. Sollte ich auch noch mit haben. Und hier habe ich noch ein Gerät. Vielleicht kannst du über dieses Gerät mit uns sprechen. Brauche ich, glaube ich, die Box dazu. Ist zu leise. Dann komme ich gleich wieder. Jetzt 120 Puls. So. Ist jemand hier, der mit mir sprechen möchte? Wie ist dein Name? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Kannst du mir bitte deinen Namen nochmal sagen? War das hier einmal dein Haus? Hier in diesem Haus sind 2 Leute gestorben, ein Ehepaar. Die Särge waren im Wohnzimmer aufgebahrt. Seid ihr noch hier? Wie ist euer Name?
aufschlagen, Taxometer. Kinect habe ich jetzt unten hingestellt, um den Raum unter mir zu überwachen. Ist das verstorbene Ehepaar noch hier? Wer wohnt hier in diesem Haus? Wer? Verstanden keiner. Was momentan noch wichtig ist. Da ich weiß nicht, was ich das vorstellen kann. Das ist wie ein Sarg. Führen wir da rauf. Das ist das Dach vor dem Haus hier. Sozusagen der höchste Punkt. Es ist nicht viel Platz darin, es ist äußerst unangenehm. Kann bitte jeder hier Anwesende seinen Namen sagen? Ich kenne einige Namen von Personen, die hier gewohnt haben mittlerweile. Die Familie hat mich gebeten, zu versuchen, mit euch Kontakt aufzunehmen. Und eventuell herauszufinden, was euch so stört. Die Familie träumt oft sehr schlecht. Die Kinder sehen einen Mann. Und noch eine Frau. Die Familie hat richtige Horrorträume. Die Kinder wachen schweißnass auf in der Nacht. Kannst du das Gerät bitte noch einmal berühren? Die Kinder erzählen, in der Nacht geht die Türe vom Dachboden zum Schlafzimmer der Kinder auf, nachdem sie Schritte gehört haben. Und dann betritt jemand das Zimmer. Wer betritt das Zimmer? Der 2 Meter schlägt massiv aus. Sind hier Verstorbene im Haus?
Würde mir bitte jeder von euch nach der Reihe seinen Namen nennen? Platz wo? Noch immer. Wem gehört dieses Haus? Kannst du das bitte wiederholen? Ist hier im Haus etwas Schlimmes passiert? Wisst ihr, die Familie, der jetzt dieses Haus gehört, die würde sehr gerne hier wohnen. Und in Harmonie wohnen. Was müsste dafür passieren? Ich kann mich erinnern, in Staffel 1, Episode 1 kam auch die Meldung der Garten. Ich bilde mir ein, ich habe es jetzt gerade wieder gehört, der Garten. Das ist österreichischer Dialekt, Garten ist Garten. Aber viele wissen das nicht. Was ist denn im Garten? Ist das Problem des Hauses im Garten? Und bevor dieses Haus gebaut wurde, war das ganze Sumpfgebiet. Ist zu dieser Zeit ja schon etwas Schlimmes passiert? Ich möchte euch bitten, die Zeit, die wir hier sind und die Experimente machen, zu nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht möchtet ihr uns ja erzählen, was das Problem hier ist. Ich werde jetzt dann mal eine Runde gehen noch. Und die anderen Räume ansehen. Geh, dreh uns ab und sterben lassen sind natürlich eindeutige Signale.
Frei interpretiert kann man also nur Frieden herstellen, wenn die Lebenden zu den Toten wechseln. Leider habe ich die Antworten erst verstanden, als ich bei der Auswertung saß, sonst hätte ich da direkt einmal nachgehakt. Diesmal allerdings keine knallenden Türen, keine knarrenden Stufen und es war sehr schade, dass die Kinect absolut nichts eingefangen hat. Ich habe mich dann mit den anderen im Wohnzimmer getroffen erstmal und von dort aus nahmen wir uns dann den unteren Bereich des Hauses vor. Ich würde vorschlagen, wir schauen einmal die unteren Geschosse an und den Keller. Das sind ja die meisten Aktivitäten. Und nimmst du die Kinect? Ja, mache ich. Dann nehme ich das K2-Meter. Hast du den Strom schon abgedreht? Nein, das hast du bitte noch. Gut. Dann fangen wir von draußen an und gehen halt dann mal ran. Ja, wenn ich dir in die Quere komme. Ich würde sagen, ich gehe da mal hinter dich. Und mal da so ins Wohnzimmer rein, oder? Kannst du gleich? Nein, ich würde sagen, bleiben wir mal ein bisschen da und dann schauen wir uns den Raum an. Das war irgendwie so da bei dieser Kinderküche, ist immer wieder was auftaucht. Ja, es wird dann meistens blau. Aber das ist alles dunkel. Ja. Vielleicht stehe ich schlechter. Ich weiß nicht, wir können uns ja hinsetzen. Ich weiß schon. Da bei der Kinderküche war angeblich immer irgendwas los. Du kannst dich ruhig zeigen, wenn du da bist. Möchtest du dich gerne zeigen? Schau mal weiter. Ja. Schau mal da. Da ist diese Geschichte gewesen, wie war die? Weißt du das? Mit dem Parkour? Dass der immer sich gemeldet hat zu ganz unterschiedlichen Zeiten, wie wenn jemand etwas mitteilen möchte. Also immer wenn Unruhe war in dem Haus, irgendwelche unangenehme Situationen. Was war dann? Dann hat sich dieses Paco selbstständig gemacht und hat zum Piepsen angefangen. Ganz arg und hat auch nicht aufgehört. Okay. Ist das irgendwann einmal technisch überprüft worden? Mehrmals sind einige Dinge auch getauscht worden und eben der Herr hat auch gesagt, das hat er eigentlich noch nie gehabt, dass das so fehlerhaft war. Ja. Dann schauen wir vielleicht nochmal in die andere Richtung rüber. Es dauert ja oft, bis sich irgendwas zeigt. Willst du? Vorgehen. Bin so frei. Vielleicht von dort, ja, rüber zum Kellerabgang. Da kenne ich eine Geschichte. Da sind die Katzen mit Hutschweif
und geduckt, als hätten sie jemanden gesehen. Haben sie eine Person verfolgt Richtung Keller. Okay. Und haben sich furchtbar geängstigt. Hast du was drauf? Mhm. Noch nicht. Jetzt. Ist was drauf? Okay, wieder weg. War was drauf? Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich wollte nochmal genau schauen, aber sofort. Vielleicht war nur so. War da schon so ein Skelett da? Ja. Okay. Kannst du dich bitte nochmal zeigen? Hast du es drauf? Vielleicht Richtung Kellerabgang? Hast du es auch gesehen? Ja, gesehen habe ich es. Schön. Du kannst auf dieses, Entschuldigung. du kannst auf dieses Gerät, das ich in der Hand habe, berühren. Da sollten dann die Lämpchen leuchten. Aber es ist direkt auf der Kinderküche gesessen. Und zwar genau auf dem Eck da drüben. Dann würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen, oder? War das eine kleine Gestalt? Das war eine kleine Gestalt, ja. Genau. Du kannst dich gerne noch einmal zeigen, wenn du möchtest. Wie wenn es kurz Hallo sagen wollte. Möchtest du dich gerne noch einmal zeigen? Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Ja, schauen wir vielleicht einmal da in die Richtung. Was hältst du davon, wenn wir die Kinect oben auf ein Stativ stellen und einfach weiter aufnehmen lassen und auf die Kinderküche richten? Was denkst du dazu? Ist eine Idee. Ja, also ein Stativ hinstellen und laufen lassen, finde ich eine gute Idee. Ja, Aber schauen wir mal, ob noch irgendwo anders eine Präsenz erscheint. ja. Und die Kinderküche, das kann ein Schatten gewesen sein, den das Ding interpretiert hat. Genau. Wir müssen halt aufpassen, dass der Akku nicht leer läuft, weil das Speichern dauert immer, weiß ich nicht, 10 Minuten dann von dem Okay. Screen-Video, dass nicht alles verloren geht. Wie viel ist denn der Akkustand? Siehst du den da? Ja, das geht noch. Wir sind heute das zweite Mal hier. Wir sind ja letztens so gesellig in der Badewanne zusammengesessen. Da hatten wir auch nicht so gute Geräte. Und wir würden gerne wissen, ob hier jemand bei uns ist. Kannst du uns bitte deinen Namen sagen? Kannst du einen unserer Namen sagen?
komische Geräusche drinnen. Wer ist denn heute bei uns? Der Martin? Was hast du verstanden? Auch. Auch? Ja. Heißt du Martin? Habe ich das gerade 2 Meter auch vergessen? Ich weiß nicht, ich habe mich zuerst schon gefragt, was ist. Wärst du bitte so nett, das übernimmt in die Kamera oder? Danke. Weißt du, wie die dritten Bewohner dieses Hauses hießen? Der Strom ist aus, oder? Ja. Die Zuleitung von draußen. Siehst du das? Ja. Wer ist denn heute Abend bei uns? Überall. Also in der Höhe. Ja. Überall permanenter Ausschlag bei abgeschaltetem Stromnetz. Das heißt, hier gibt es irgendeine Störung, eine elektromagnetische, niederfrequente Störung. Das heißt so bis 50 Hertz. Permanentes Feld. Das heißt, nachher mit dem Hoch- und Niederfrequenzmessgerät einmal messen, wie stark die Belastung da drinnen wirklich ist und versuchen die zu lokalisieren. Aber wir können trotzdem weiter fragen. Machst du wieder draußen? Ja. Wie ist denn der Name der jetzigen Besitzer des Hauses? Sind das die vierten Besitzer? Wofür wurde dieser Keller von der letzten Familie verwendet? Wofür wurde der Dachboden von der letzten Familie verwendet? Das war's dann nicht los.
Wem begegnen die Kinder in diesem Haus immer wieder? Und lässt sie vor Angst in der Nacht aufwachen. Herrscht hier Gefahr? Ist das so schlimm? Möchtet ihr uns sagen, warum die Familie hier immer schlecht träumt? Und Angst hat? Und sich krank fühlt? Wer ist wütend? Erzähl uns doch bitte, wem dieses Haus gehört. Im Dachboden oben hat jemand auf den Garten hingewiesen und wie wir das erste Mal hier waren, hat auch jemand auf den Garten hingewiesen. Was hat es mit dem Garten hier auf sich? Wenn jemand hier sein sollte, der dieses Gerät leuchten lässt, kannst du jetzt bitte einmal vom Gerät weggehen, dass die Lämpchen aufhören zu leuchten? Aber es ist immer, sobald ich es horizontal halte. Sehr interessant. An der Decke. Aber beim Elektrogerät, mein Strom ist aus, ja. Ja, ist nichts. Und da, wo man es am ersten vermuten würde, Da ist nichts. ist nichts. Da war nicht überall, gell? Nein. Können wir schauen da raus, jemand? Ja. Kann uns das jemand erklären, bitte? Wir stehen gerade sozusagen auf der Leitung. Ja, genau. Könnte es irgendeine Regelung geben, dass die Familie und ihr zusammenleben könnt in Harmonie? Gesehen? Dann? Das ist aus. Das Orangenlämpchen hat geblinkt. 2, 3 Mal und dann ist. Aber woher kommt das? Ich weiß nicht. Ich finde es nur interessant. Vorher war das doch die ganze Zeit an, wie du dort warst, oder? Ja. Kommst du mal näher zu mir? Die Familie würde gerne
in Harmonie hier leben. Niemand möchte euch vertreiben, aber es wäre schön, wenn man sich irgendwie arrangieren könnte. Wäre das von eurer Seite aus möglich? Wenn ja, dann berührt bitte das Gerät, bei dem jetzt wohl bemerkt die Lampen aus sind. Ja, es ist halt jetzt zweimal ausgeschlagen. Okay. Danke für die Antwort. Was müsste die Familie tun? Um ein gemeinsames, friedliches Zusammenleben herzustellen? Oder können wir irgendetwas tun? Ihr könnt wieder das Gerät berühren. Ja, danke. Was könnten wir tun? Das ist eine schwierige Antwort. Über die Ghostbox. Die ganzen Kontakte und die Interpretationen sind schwierig. Am ehesten vielleicht noch über das Portal. Ja, leider auch bei diesem Untersuchungsabschnitt gab es keine Ergebnisse über die Kinect. Dabei ist die Kinderküche ein absoluter Hotspot in diesem Haus. Dafür sprechen aber die Aussagen aus der Ghostbox eine eindeutige Sprache, denn Gewalt war in diesem Haus absolut an der Tagesordnung. Die K2-Meter-Ausschläge sind verdächtig, aber nicht im paranormalen, sondern eher im gesundheitsschädlichen Bereich. Denn rund ums Haus liegen Starkstromleitungen, die direkt an der Hauswand anliegen, und die können natürlich bei Dauereinstrahlung gesundheitliche Probleme verursachen. Weiters haben wir festgestellt, dass 14 WLAN-Netzwerke mit hervorragender Signalstärke im Wohnzimmer zusammenlaufen. Der Stromkasten strahlt ganz locker durch eine 40 cm dicke Ziegelwand durch. Zusätzlich fließt unter dem Haus ein unterirdischer kleiner Fluss. Trotz dieser Erkenntnisse starteten wir zum Schluss das Portal. Jürgen und Alex sind noch einmal hier und würden wir gerne wissen, ob jemand hier mit uns im Haus ist. Du kannst versuchen, über dieses Gerät mit uns zu sprechen. Und wenn du dieses Gerät berührst, dann sollten die Lämpchen hier aufleuchten. Gehen wir ein Stück zurück in die Vergangenheit, als dieses Haus gebaut wurde. Welche Partei war damals an der Macht, wie dieses Haus erbaut wurde? Ihr könnt versuchen, über dieses Gerät zu antworten oder dieses Gerät zu berühren, dann leuchten die Lichter hier auf. Ist von der ersten Familie, die hier wohnte, Mitte der 30er Jahre, noch jemand hier anwesend?
Was passierte damals, als die Engländer kamen? Ist jemand von der zweiten Familie, die hier wohnte, anwesend? Ab Mitte der 40er, ich glaube 1946, so geschätzt ab Mitte der 70er, wohnte die dritte Familie hier. Ist von dieser Familie hier wer anwesend? Nennt mir bitte eure Namen. Die zweite Familie, das Ehepaar ist gestorben und die Särge waren beide da im Wohnzimmer aufgestellt. Die sind mit wenigen Tagen Abstand verstorben. Und es war damals so Tradition, dass die Särge einige Zeit zu Hause noch waren. Es war eben genau da einer, daneben einer, war in der Mitte vom Raum, im Fenster. Und dann war da ein Pferdewagen, der hat die Särge aufgeladen, nach einer Woche, ein paar Tage, eine Woche. Und hat die zur Straßenbahn gebracht. Dort haben sie es damals mit der Straßenbahn weggebracht. Auf jeden Fall kurz nacheinander verstorben. Beide herinnen gestorben. Und die Särge eben hier herinnen ein paar Tage aufgebaut. So war das. Genau da, wo wir jetzt sitzen. Das war die Familie Wachter. Ist jemand von dieser Familie da? Bitte dieses Gerät berühren, wenn ja. Von der dritten Familie wissen wir am meisten. Da hatte der Mann einen Rückzugsort am Dachboden, seinen Raum. Und im Keller war die Küche und ein Partyraum. Weiß jemand was darüber? Warum hat der Mann der dritten Familie damals aus dem Fenster geschossen mit dem Gewehr?
Die Kinder erzählen unabhängig voneinander etwas von einem Mann im grauen Anzug. Wer ist dieser graue Mann? Was möchte der graue Mann von den Kindern? Ja, Räuchern. Klingt Räuchern nicht gut für euch? Mag das der graue Mann nicht? Licht aus, Ja, ich muss kurz da gewesen, jetzt weg. Die Familie hat an und für sich kein Problem mit Präsenzen, aber es sollte einen Weg geben, wie man vielleicht zusammen koexistieren kann. Gibt es eine Möglichkeit? Danke sehr. Stört euch das, dass die Familie so viel umgebaut hat hier herinnen? Danke sehr. Bitte das Gerät wieder loslassen. Das graue Gerät. Oder ein Stück zurückgehen. Macht euch Sorgen, dass die Familie bei den Umbauten etwas zerstört? Oder vielleicht etwas findet? Ist hier etwas versteckt? Oder geht es um den Garten? Ich kann euch versichern, die Familie möchte hier nichts kaputt machen, sondern im Gegenteil, das alles schön erhalten. Könnt ihr mir das glauben? Wenn ja, bitte dieses Gerät berühren, das Graue. Also ich habe dich vernommen. Das hat das wirklich so angehört, ja. Oder wollt
wollte den Leuten nur etwas mitteilen. Habt ihr eine wichtige Botschaft für eure Hinterbliebenen? Ist hier in dem Haus eine Art Portal, ein Übergang zu einer anderen Welt oder Dimension? Wenn ja, bitte dieses graue Gerät berühren. Was kann getan werden, damit es hier herinnen friedlich wird? Die Albträume aufhören. Oder habt ihr Angst vor der Familie, die hier wohnt? Habt ihr vielleicht selbst Angst? Wir werden die Sitzung jetzt gleich beenden, aber wir würden euch bitten, uns noch etwas mitzuteilen, was vielleicht helfen könnte, die Situation für jeden hier zu verbessern. Das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, wenn ihr mit mir kommuniziert, um vielleicht zu bewirken, dass wir es schaffen, Frieden und Harmonie herzustellen. Ich denke, das wäre für jeden gut hier. Die Familie hat gesagt, ihr müsst nicht gehen, aber es wäre eben schön, wenn Ruhe hier wäre. Bitte teilt mir hier noch mit, was man tun kann, damit sich jeder wohler fühlt.
Wir werden jetzt den Raum verlassen und bedanken uns für dieses Gespräch. Wir lassen euch dieses Gerät noch ein paar Minuten weiterlaufen und dieses solltet ihr uns noch etwas mitteilen wollen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass wir mit euch sprechen durften, dass wir hier sein durften. Wir sind uns ziemlich sicher, dass noch gewisse Energien von den Vorbesitzern vorhanden sind. Allerdings glauben wir nicht, dass diese angriffslustig sind oder Unfrieden stiften wollen. Es wirkt eher so, als würde es sich um nicht intelligenten Spuk handeln, so im Sinne von ständigen Wiederholungen der vergangenen Ereignisse. Im Haus gibt es sehr viele verschiedene Magnetfelder und Störungen und auch Strahlungen, die in einem Wohnbereich absolut nichts verloren haben. Dass diese Nervosität, Schwindel oder andere körperliche Symptome auslösen können, ist allseits bekannt. Vielleicht hatten ja die Vorbesitzer auch schon dieselben Probleme und es kam deswegen immer wieder zu Auseinandersetzungen. Wir empfehlen auf jeden Fall eine komplette Überprüfung der Haustechnik, der Strahlung und der ganzen Störungen durch Fachfirmen und eventuell könnte man noch eine professionelle Räucherung durchführen.